Schön da, hä? Herrlich. Ganz wunderbar. So, nach langer Zeit wieder eins unter Genua. So, immer noch unterwegs nach Falkenberg. Herrlich heute. Richtiges Kaffeesegeln. Bei Windstärke 2 bis 3 mit der Genua entlang von der Küste von Schweden. Besser kann es nicht mehr sein. Dann ein Haufen andere Segelboote entlang von dieser Küste. Die einen Richtung Süden und die anderen immer noch Richtung Norden unterwegs. Ja, wir haben jetzt ein paar Grad abfallen. Nachher eine Westtonne oder eine Westspire, Westquadrant Richtung Falkenberg. Und jetzt haben wir plötzlich Spinackelkurs. Und wie wir da sehen, haben wir ihn auch aufgezogen. Einfahrt nach Falkenberg mit den Windrädern unmittelbar vor dem Hafen. Der Hafen von Falkenberg, Löfslaviken. Und wir sind hier jetzt beim Clubhaus auf der Terrasse. Yes, hallo. Da sehen wir die letzte Spire auf Backbordseite beim Ausfahren von Falkenberg. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Halmstad und wir erleben heute das Kattegat zum ersten Mal von einer ganz anderen Seite, nämlich total flach, wie auf einem See und praktisch überhaupt kein Wind, und darum sind wir jetzt auch mit dem Motor unterwegs. Es ist trotzdem wunderschön und der Tag ist einfach da zum Geniessen. Immer noch auf dem Weg nach Halmstad. Nach einer Stunde haben wir bereits wieder ein bisschen Wind bekommen. Wir können das benutzen und sind jetzt wieder unter Segel unterwegs. Ja, der Wind hat geraumt. Wir können den Spinnaker setzen und segeln hier jetzt schön fast Richtung Süden der Sonne entgegen. Der Wärme entgegen? Ja, das auch. Ja, wir sind jetzt hier in Halmstad angekommen. Wir liegen hier entlang vom Fluss im Gästehafen, direkt im Zentrum von Halmstad. Halmstad hat etwa 100'000 Einwohner und einen der modernsten Häfen von ganz Schweden. Hier auf dem anderen Flussufer sehen wir die Burg von Halmstad und direkt hinten dran befindet sich das Altstadtzentrum, das sehr sehenswert und sehr touristisch ist. Hier im Hafen von Mölle. Wir sind ziemlich nass und jetzt gehen wir in ein Sandgebirge nehmen. Wir versuchen hier zu reservieren. Also ist doch auch gemütlich. Und wir sind jetzt Nummer 5 von Nummer 7 im Päckchen. Und morgen sehen wir den.
wer wenn rausgehen will. So, bei diesem Regen, dafür in einer urigen Beiz, wo wir jetzt Nacht verbringen können. Richtig gemütlich, einfach super. Das geniessen wir so, wenn man aus dem Regen rauskommt. Da sehen wir den Beginn des Wanderwegs rund Kullen. Und am Anfang gerade noch ein Badi. Willst du, dass ich dich bettle? Ja, wir sind jetzt hier noch in Mölle. Wir liegen hier noch ein Haufen Päckchen. Wir sind jetzt Nummer 5. In der Nacht hat es noch ein Boot mehr draussen gehabt. Und jetzt ist der allgemeine Aufbruch. Eins nach dem anderen muss ablegen. Ausfahrt aus dem Hafen von Mölle und gleichzeitig unseren Abschied aus Schweden. Mindestens einmal für dieses Jahr. Angekommen in Hundestedt. Mit einem super Platz, wo wir uns in diesem vollen Hafen können ergattern bzw. unseren freundlichen Dän zugehalten hat. Eine spezielle Stimmung. Absolut, eine regnerische Stimmung. Ja, wir sind Regnerisch, wir haben inzwischen 12 Knoten, Tendenz zunehmend und das Schiff wird einfach, was es runtermacht. Ja, auf dem Weg von Hundestedt nach Otten. Wir haben gemeint, der Regen sei schon vorbei, aber man sieht, er ist noch einmal gekommen. Genau, das Deck wird wieder mal sauber. Genau, vor allem mehr Salzwasser wird abgewaschen. Ja. Ja, der Bootspeed ist super. Hier, Auf Kurs sind wir ebenfalls gut. jetzt haben wir schon 15 Knoten. Ja, was? Regen, Regen, Regen. Das ist auch noch schön. Ja, ja. Das Wetter ist dann aber bald wieder besser geworden und im Zielhafen Otten hat die Sonne geschienen, wie wenn nichts gewesen wäre. Hier noch eine Werft im ursprünglichen Stil in Otten. Hier mit diesen Holzlatten werden dann die Schiffe wieder frisch gebaut. So, Rauschenfahrt bei 18 bis 20 Knoten auf dem Weg zur Insel Seyö. Dann haben wir noch einen Begleiter. Er ist allerdings wesentlich grösser als wir. 12 Meter lang und ist uns jetzt gerade am Überholen. Das passt uns aber sehr, weil da vorne geht es durch eine ganz enge und kritische Passage durch. Und dann sehen wir dann, ob er das ebenfalls wagen oder nicht. Wir sind jetzt im 3. Riff. Dann der Puck. 2 Drittel ausgerollt. Und der Autopilot hat alles im Griff. Die Geschwindigkeitszahl, die man selten sieht, 6,9 Knoten. So, wir haben uns entschieden, nicht durch die Passage durchzusegeln, die wir hier sehen, über das Riff hinein, weil es ist dort nur 3,4 Meter tief. Wir haben jetzt fast 1 Meter Welle und dann bleiben nur 70 cm unter dem Kiel und das ist bei diesen Verhältnissen doch ein bisschen wenig. Wir segeln jetzt am ganzen Riff drauf und gehen oben für dort um den Leuchtturm herum und oben runter. Wir haben einen super Speed und wir kommen immer noch früh genug an.
Und Beatrice ist jetzt hier unten bereits dabei, die Route anzupassen. Ja, Windstärke 6. Ja, selbst im Cockpit angemacht. Da haben wir jetzt bereits die neue Route entlang vom Riff und um den Leuchtturm herum auf dem Kartenplotter. So, da geniessen wir es, das Segeln bei diesem starken Wind. Ja, wir sind jetzt näher gekommen, dem Leuchtturm. Wir sind jetzt schon fast hart am Wind. Und auf dem Kartenplotter sehen wir, wenn wir jetzt hier um den Leuchtturm herum segeln. Ja, direkt vor uns durch geht der Schifffahrtsweg. Wir machen jetzt einen Hohlenschlag, weil es uns zu nahe auf das Riff aufgetrieben hat. Ja, wir sind jetzt 6 Stunden unterwegs, kreuzen hier immer noch an, gegen eine ziemlich grobe See. Wir müssen natürlich auch entsprechend bremsen. Dann sehen wir die Spitze von der Insel Seigneux. Da Ansteuerung von Kalundsborg. Durch ein gut betontes Fahrwasser um ein paar Ecken herum. Wir sind angekommen. Kalundsborg. Herziges, idyllisches Städtchen. Das Ende von dieser Etappe.